Energieversorger sprechen von einer Dunkelflaute. Das heißt, der Wind weht kaum, Sonne scheint auch nicht oder zu wenig. Solar- und Windkraftanlagen liefern eben deshalb nur einen Bruchteil an Strom, der benötigt würde. Und dieser benötigte Strom, der muss jetzt zugekauft werden an der Strombörse. Gerade für extrem hohe Preise kurzzeitig sogar mehr als 900 € für die Megawattstunde. Und erst in diesem Jahr wurden ja weitere Kohlekraftwerke hierzulande stillgelegt. Auch dadurch fielen Gigawatt an Leistung weg. Die Kernkraft, wir erinnern uns, ist ja bereits seit Anfang des vergangenen Jahres Geschichte. Professor Manuel Frondl aus Essen ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Frondl, hätte man vielleicht, bevor man die Welt rettet mit grünem Strom, sich in Deutschland mehr Gedanken machen müssen, wie das alles und ob das alles überhaupt praktikabel ist und zusammenpasst? Ja, einwandfrei. Wir sehen an der Strombörse beinahe täglich mittlerweile, dass wir hätten auf eine weitsichtige Energiepolitik setzen müssen. Also es passt einfach nicht zusammen, dass wir aus Kohlekraftwerken und damit gesicherter Leistung aussteigen und ebenso aus Kernkraftwerken aussteigen und nur auf den oder nahezu ausschließlich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen und dabei vergessen, dass wir sehr viele Speicher brauchen und der Speicherausbau ist einfach vernachlässigt worden. Es ist außerdem sehr klar, sonnenklar, würde ich jetzt mal sagen, ohne polemisch wirken zu wollen. Es ist sonnenklar, dass uns 90 Gigawatt an Photovoltaikkapazitäten, die rein theoretisch unseren Strombedarf am Tag decken sollten, dass die eben nachts und in den dunklen Abendstunden im Winter nicht zur Verfügung stehen. Und wenn dann der Wind nicht weht, dann haben wir ein Angebotsdefizit und müssen zu sehr hohen Preisen aus dem Ausland Strom importieren. Ich möchte es mal eine Perversität nennen. Vielleicht stimmen Sie mir zu, vielleicht sehen Sie auch das ein bisschen anders. Ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Meldung gelesen, dass der Bezug von Atomstrom, eingekauftem Atomstrom in Deutschland auch einen Rekordwert erreicht hat. Und ich meine, wir machen uns sauber und sagen, wir schalten ja alles ab. Aber wenn wir französischen, tschechischen, slowakischen, polnischen Atomstrom kriegen, dann ist das okay. Ist das okay? Nein, es ist natürlich so, dass wir einen sehr großen Fehler gemacht haben mit der Abschaltung der Atomkraftwerke. Wir könnten unsere Klimaschutzziele langfristig wesentlich kostengünstiger erreichen, indem wir die Atomkraftwerke weiter betrieben hätten. Und so sind wir eben, was die Stromversorgungssicherheit anbetrifft, tatsächlich auf das Ausland immer stärker angewiesen. Und dabei passiert es eben auch, dass wir nicht nur Grünstrom importieren, sondern auch Atomstrom aus den genannten Ländern. Die Schweiz kommt dann noch hinzu und viele andere Länder kommen auch noch hinzu, wie Belgien, die uns ebenfalls Atomstrom liefern. Nun kann man salopp sagen, ja, das Bein ist dick, guter Rat ist teuer, aber guter Rat wird nicht genügen. Wir brauchen schnellen guten Rat. Kurzfristig ist denn was lösbar, um dieses Energiedefizit Deutschlands aufzuheben oder zumindest erträglicher zu machen? Nein, es gibt keine schnelle Lösung, denn die Speicher, die fehlen, die können nicht von einem Tag auf den anderen gebaut werden. Ebenfalls die Kraftwerke, die fehlen. Also insbesondere Erdgaskraftwerke sollten ja als Ersatz für Kohlekraftwerke gebaut werden. Dieser Bau von Erdgaskraftwerken ist überhaupt nicht in Sicht, noch nicht mal geplant. Und insofern müssen wir uns unsere Energiewende stark überdenken. Wir sollten zusehen, dass wir vielleicht Kohlekraftwerke, die wir in der Vergangenheit abgeschaltet haben, nicht verschrotten, sondern möglicherweise in der Reserve halten, um für Abende wie gestern Abend und es werden noch viele weitere Folgen gerüstet zu sein.
Na, da fallen doch gleich ein paar Grüne tot um, wenn die das hören. Professor Manuel Frondl aus Essen, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.